Wir bedanken uns ganz herzlich und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Also noch einmal, ganz herzlichen Dank für die Einladung heute. Wir durften hier schon mal reinschnuppern in die Ottomanische Society in Berlin und es hat mich schon damals sehr beeindruckt, aber man muss schon sagen, hier in Ludwigshafen ist es noch eine Nummer größer und freue mich, die Gesichter zu erkennen. Warum ich jetzt hier stehe mit meinem, weil Schatzmeister, das klingt so, als ob es sich nur ums Geld dreht. Er ist wirklich die Herz und eine Seele des Hausordens Albrecht des Bären. Und man muss sich vorstellen, ich hatte einen älteren Bruder, der wäre der Nachfolger geworden, der wäre der Herzog geworden. Ich war nur ein nachgeborenes Kind. Dann ist er tödlich verunglückt und ich bin von heute auf morgen zum Chef eines der ältesten, wir haben es gehört, Häuser des Deutschen Reichs, wenn man so will, geworden. Aber viel wusste ich über diese Familie nicht, weil es im Westen nicht sehr viel Literatur über die Familie geht. Ganz anders war es dann, als die Wiedervereinigung kam und ich an die Literatur und vor allem an Menschen kam, die meinen Vater für ihn gearbeitet haben, sogar mit ihm im KZ in Buchenwald war, wo er dann 1947 gestorben ist. Diese Begegnung ist ein erhellendes Moment gewesen über meinen Vater auch, der durch das Hören und Sagen von den Geschwistern so mein absoluter Abgott war, der aber dann doch in der Realität gezeigt hat, dass er uns fast dem Untergang geweiht hat, weil er, nachdem er glaubte, er hatte die Nazis überwunden in Schloss Ballenstedt, nun auch die Kommunisten überwinden zu können. Und zwar spielte da unsere Vorfahren Katharina die Große, die aus unserer Familie stammt, eine große Rolle, weil es hieß, Stalin hat zwar die Romanows umgebracht, aber von Katharina der Großen hat er nicht eine Statue geschliffen und kaputt gemacht. Für Stalin war Katharina die Große ein Riesenvorbild. Im Grunde ist ja alles, was wir sehen heute, Entschuldigung, wenn ich da so einen Sprung mache, auch Putin ist ja im Denken, russischen Denken, ein Zar in seiner Art. Der eine mehr sozialistisch, der andere, wenn man denkt, wie schnell zum Beispiel Stalin in den Kreml gezogen ist. Er hat sofort die gesamte zaristische Besatzung an Köchen, Dienstmädchen, alles hat er behalten. Die haben sich um die bessere Wohnung im Kreml gekümmert, aber sie waren im Grunde Zaren. Was sie sich selber für eine Farbe angetüncht haben, das ist wieder eine andere Sache. Und ausschlaggebend eigentlich für den Titel meines Buches, Das verfluchte Jahrhundert, ist, dass es, glaube ich, nie in keinem Jahrhundert so viele Massenmörder gegeben hat wie da. Die alle unter dem Namen Marx, Stalin, Hitler hat sich ja auch, man darf nicht vergessen, es hieß ja Nationalsozialismus. Nicht die Kommunisten sagen heute noch, das war kein nationaler Sozialismus, sondern Faschismus. Aber es hatte eine nationalsozialistische Komponente, eine ganz starke. Und unter diesem Titel Sozialismus sind so viele Verbrechen passiert, dass ich mein Herz musste das einfach mal loswerden, zu sagen, hier schaut mal an, was ist in diesem Jahrhundert an Schrecklichkeiten passiert. Jetzt zurück wieder in die Heimat. Es war wirklich gespenstisch teilweise, wie Menschen sich erst so nach und nach an mich herangewagt haben. Also zum Beispiel, dass die Kommunisten die alten Nazi-KZs übernommen haben, darüber durfte keiner reden.
und da waren ja einige Leute, die dann auch hineingekommen sind, wieder rausgekommen, die durften nie sagen, dass sie jemals in einem sogenannten Sonderlager, die haben es natürlich nicht mehr KZ genannt. Naja, jedenfalls, es war eine unglaubliche Verkrampftheit in den Menschen zur Geschichte, zur eigenen Geschichte, denn sie durften ja nur das eine glauben. Die Nazis hatten schon die Geschichtsbücher so geschrieben, wie sie es gerne wollten, und die Kommunisten noch einmal. Und jetzt spielt Karl-Heinz, seine Exzellenz Karl-Heinz, Ritter Karl-Heinz eine Rolle, denn er war in der DDR-Zeit Geschichtsprofessor. Das heißt, er hat in der DDR-Zeit seine geistige Freiheit und die Literatur, die er auch bekam und die er gelesen hat, geprüft und sehr skeptisch so betrachtet, dass er am Schluss zu der Überzeugung kam, als die Familie Anhalt nach der Wende da ist, Anhalt, der Prinz, tut meiner Ortschaft, meinem Städtchen gut. Er passt hier gut her, denn zur Zeit seiner Familie ging es den Menschen gut. Es war einfach eine gute Mischung aus Sozialismus und dieser Geschichte. Vielen Dank für die guten Worte. Meine Damen und Herren, auch ich möchte mich nochmal ganz persönlich für die Einladung bedanken, besonders beim Effendi. Vielen, vielen Dank. Und auch beim Übersetzer, dass wir seine Worte hier vernehmen konnten. Und ich könnte eigentlich jetzt dem Übersetzer sagen, die Rede vom Effendi bitte nochmal und aus unserer Sicht bitte darstellen, denn die Werte, die Aufgaben, die Sie hier vermitteln, sind genau auch unsere Werte und Aufgaben, die wir anstreben. Und Hoheit hat gesagt, Hoheit kam zu uns in den Osten. Ich will nicht sagen wie ein Messias, das wäre aber ein bisschen zu hoch angesetzt, aber er verkörperte genauso die Werte und die Kultur, wie der Effendi das hier macht. Wir haben auf einmal wieder durch sein Wirken, durch seine Familie eine Identität bekommen. Wir waren auf einmal wieder wer. Wir waren nämlich nicht die Anhaltiner, das ist seine Familie, wir waren jetzt die Anhalter und er hat uns letztendlich gezeigt, wo liegen unsere Wurzeln. Und er hat uns gezeigt, dass wir auf diese Wurzeln stolz sein können und dass wir, egal wo wir in der globalen Welt leben, dass wir immer mit Stolz sagen können, wir stammen aus Anhalt. Und wir als askanischer Hausorden versuchen, möglichst viele mit in unseren Kreis aufzunehmen, denn durch die Wiederbelebung seines Ordens, und ich bin hier Großkreuzträger, das sieht man hier an der Schärpe und an dem Stern, das sind alles Menschen, die sich wie Sie für ihre Geschichte, für ihre Identität einsetzen. Und das hat sich durch Hoheit für uns also sehr, sehr zum Positiven entwickelt. Er hat uns sozusagen einen Weg gezeigt, den wir gemeinsam gehen und wo wir gemeinsam unsere Kräfte bündeln und stark sind. Und die Grundlage dafür ist die Familie ihre Familie, und das geht über Parteien hinweg. Das heißt, die Parteien sind ja mehr oder weniger heutzutage fast störend, weil sie sich gegenseitig ein Bein stellen und sich gegenseitig behindern, weil sie wieder gewählt werden wollen. Und da danke ich Hoheit umso mehr, dass er mich zu seinem Ritter geschlagen hat, obwohl, und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Die rote Socke. Hey. So, das heißt also, ich bin als Ossi sozusagen nicht nur einfach ein Ossi, ich bin auch Stadtrat und ich bin Chef der Linksfraktion. So, ich sehe Ihre überraschten Gesichter. Zu diesem Thema hatten wir auch das ORF mal in Beinstedt, die unseren Ritterorden und Hoheit
sag ich mal, dargestellt haben, unter die Lupe genommen haben. Und dann haben sie tatsächlich auch die roten Socken entdeckt und haben gefragt, wie geht das denn, als Großkreuzritter jetzt ein Linker zu sein? Und daraufhin habe ich geantwortet, wenn es im Mittelalter Parteien gegeben hätte, dann wären die Ritter alle links. Denn unser Ritterslogan heißt, fürchte Gott und befolge seine Befehle. Das heißt aber auch, als Ritter verpflichte ich mich zu dienen. Das heißt, ich unterstelle mich der Befehlsgewalt des Großmeisters mit meiner Kraft. Aber nicht für mich, sondern ich nutze diese Kraft, Schwachen zu helfen. Ich nutze diese Kraft, Kultur zu verbreiten, Vorbild zu sein, zu teilen, Gutes zu tun und nicht fragen, ob es sich rechnet. Sozial zu sein. Und da sind wir schon bei den Punkten soziale Gerechtigkeit. Das wollen wir als Ritter genauso durchsetzen, wie ich auch als linker Fraktionschef. Soziale Gerechtigkeit. Entschuldige, wenn ich da mal kurz unterbreche, aber das wollten die Könige ja auch. Ich meine, wenn man Prinz Charles auf seinem Schild des Prinzen von Wales hat ja noch einen deutschen Spruch drauf. Und da steht ganz klar auf Deutsch, ich diene. Also die Idee zu dienen war die Message überhaupt. Und das, ich meine, das nach und nach auch nicht mehr so stark war, ist klar. Ich meine, die Monarchie ist über 1000 Jahre alt. Wenn man sieht, was ist denn mit dem Sozialismus, wie lange hat es der geschafft? Oder der Nationalsozialismus? Oder das verfluchte Jahrhundert. Ja, genau. So, Hoheit, jetzt Sie wieder. Ja, also vielen Dank, lieber Karl-Heinz. Die Geschichte fing eigentlich so an, ich wieder in die alte Heimat. Für mich war Anhalt, das kein großes Ländchen ist, ist nur 2300 Quadratkilometer groß. Und in diesem Schloss Ballenstedt waren wir verdammt zu leben durch die Nazis, damit mein Vater verdammt nicht in die Residenz kam. Er hat nicht verdammt gesagt. Nein, also verdammt in dem Sinne, dass wir nicht ganz Anhalt kennenlernen konnten. Und es bedeutete für mich, als ich zurückkam nach der Wende, gab es nur diesen wunderschönen Ort Ballenstedt. Er ist nämlich ein richtig heimatsüchtiger Mensch. Und Ballenstedt bedeutet ihm alles. Und ich hoffe, Sie kommen alle mal und schauen sich's an und geben ihm recht, oder wenn Sie hier sitzen, können auch sagen, so toll ist es auch nicht. Das wird nicht passieren. Das wird mir auf keinen Fall passieren. Naja, also als ich hinkam, war es so, dass dort gab es einen Bürgermeister, der kam aus der alten SD, CDU. Der war so eine Art Honecker und führte dort nach der Wiedervereinigung den sogenannten Gurkismus ein. Er hieß Gurke. Und dieser Gurkismus war sehr, sehr stark im Sinne geprägt vom DDR-Sozialismus. Der machte uns das Leben unheimlich schwer. Ich kaufte dort ein kleines, gemütliches Schlösschen, das aber leider auch im DDR-Zustand war. Also man musste eine Masse reinstecken. Und obwohl ich Cash 300 Mark damals 300.000 Mark hingelegt hatte, hat dieser Gurkismus mich nicht ins Grundbuch eingetragen. Ich konnte mit dem Schlösschen nichts machen. Und das verfaulte richtig gehen. Also die ganze Atmosphäre war vergiftet, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob ich es heute sagen soll, Gott hab ihn selig, Herrn Gurke, aber dann kam eben die Linke. Und plötzlich war jemand von der Linken da, der historisch mit der Familie Anhalt zusammenarbeiten wollte, im Sinne der Bevölkerung.
Da konnten die CDU nichts mehr machen. Da waren wir zu stark. Genau. Das ist so seltsam. Das muss man mal wissen, wie das wirklich war damals. Wir haben also aus der Geschichte gelernt und es konnte einfach nicht sein, eine Familie, die in Sachsen-Anhalt dafür gesorgt hat, dass wir ein Weltkulturerbe sind. Ein Weltkulturerbe, mit dem wir heute noch hausieren gehen, aber die Familie von Anhalt, die wird nicht akzeptiert. Und das kann doch einfach nicht sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir alles daran gesetzt, eine Gegenströmung zu erzeugen. Sicherlich hatten wir alle Berührungsängste. Ein Prinz. Die Mädchen haben davon geträumt, vielleicht mal ihn zu küssen. Aber wie geht man? 30 Jahre her. Wie geht man mit einem Prinzen aus dem Hochadel um? Wir mussten uns auch erst daran gewöhnen. Und dann wurde auf einmal, so ganz nebenbei, möchte ich mal mitteilen, ich war 41 Jahre lang Geschichtslehrer, haben Sie ja gehört, dann wurde mein Geschichtsbuch auf einmal lebendig. Die ganzen Namen, ob das nun von Bismarck, von Trotha, von Anhalt, von Salmuth oder so war, die wurden auf einmal lebendig. Und man hat festgestellt, dass diese Propaganda in der Geschichte nicht stimmt, sondern das sind Menschen, die genauso ein Heimatgefühl haben und die genauso, sage ich mal, unsere Heimat lebenswert machen und für alle Menschen ein Auskommen ermöglichen wollen, wie wir. Und das war eine ganz großartige Erscheinung. Vielen Dank, Frau. Muss man dann noch sagen, also wir sind ja enteignet worden, nachdem ich das kleine Schlösschen dort hatte, hatte ich auch gar keine große Liebe zu meinem Geburtsschloss, gebe ich ehrlich zu, weil das ist ein Fass ohne Boden. Und Herr Gurke, der dann übernahm und also besonders Ehrgeiz entwickelt, dieses Schloss entwickelt, hat auch aus diesem kleinen Örtchen Ballenstedt die erste Pleitegemeinde gemacht im Osten, obwohl damals ja am Anfang viel Geld reinfloss in den Osten. Ne? Aber ich meine, so ein Schloss, wenn das 60 Jahre nicht geserviced und gemacht wird, ist das unbezahlbar. Also das hat mir gar nicht wehgetan. Nur in der Zwischenzeit hat der Gurke pleite gemacht, das Schloss glänzt wieder und wir beiden und mit der Hilfe aus ganz Deutschland haben das wieder eingerichtet teilweise. Es ist heute wieder nicht, dass ich da reinziehe, sondern dass die Touristen kommen und sich das anschauen und mal erleben, wie war denn damals eine Familie, wie hat die in so einem fürstlichen Schloss im 19. 20. Jahrhundert gelebt. Genau. Und das haben wir Hoheit zu verdanken, dass er also Sponsoren gefunden hat, Leihgeber gefunden hat, dass wir tatsächlich dieses leere Schloss, dass wir es wieder möblieren konnten, dass höfisches Wohnen nachzuvollziehen ist und Hoheit hat diesem Haus eine Seele gegeben. Das Haus, jetzt ist das Schloss wieder ein Schloss und das kann man dort auch sehen. Wir planen da noch weitere Ausstellungen. Jetzt ist nämlich seine Kindheit dran. Wir planen eine Ausstellung Kindheit auf Schloss Ballenstedt und da wird auch das Tretauto zu sehen sein, was für Hoheit eine ganz große Bedeutung hatte. Er hat damit nämlich als Schrecken, nicht als Schreckgespenst, als Schrecken des Schlosses die Dienstboten mit umgefahren mit seinem Tretauto, was er natürlich auch in seinem Buch sehr, sehr anschaulich schildert. Ich kann also nur empfehlen, schauen Sie mal rein in dieses Buch. Es ist ganz einfach großartig geschrieben, auch wenn es teilweise sehr bittere Episoden mit enthält. Ja, also ist natürlich sehr bitter, was mit meinem Vater dann passierte, dass mein Vater plötzlich weg war, dass wir 5 Kinder und meine Mutter und 2 Kindermädchen auf dem Schloss alleine waren, Plünderern ausgesetzt waren. Mein Vater hat dann einem Förster, mit dem er im KZ war, später auch gesagt, dass das der schlimmste Moment seines Lebens war, wie er da abgeholt wurde vom NKWD, also den KGB, und dann uns zurücklassen musste, ganz alleine und im Grunde davon ausgehen müsste, dass wir das nicht überleben.
als es dann soweit war, sind dann russische Offiziere, mit denen er vorher auf der Jagd war, sind in der Nacht der Oktoberrevolution zu uns ins Schloss gekommen, haben uns geweckt und dann in einer sehr dramatischen Flucht nach Westen gebracht. Also in dem Buch ist wirklich alles drin, und der erste Teil ist schon durch meinen Vater und diese ganzen Umstände des Untergangs traurig. Ich weiß nicht, ob es gestattet ist, den zweiten Teil noch zu loben, weil da bin ich Junggeselle und war ein ziemlich schlimmer Junggeselle, weil ich war ja heimatlos. Und meine Freunde und Freundinnen waren meine Heimat mehr oder weniger. Ich bin durch die Welt geturnt, ich war in Spanien in der Schule und so weiter, war ein gern gesehener Gast überall, weil ich so als Schwiegersohn recht brauchbar gewesen wäre. Und ich freue mich und bedanke mich für diesen Schulterschluss, den wir hier vollzogen haben, weil wir tatsächlich gemeinsame Ziele haben. Und da ich nun ein Kind der DDR bin, hatten wir einen Spruch: gemeinsam sind wir stark, keiner kämpft für sich alleine, zusammen werden wir alles möglich machen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die deutsch-türkische Zusammenarbeit und ich hoffe und wünsche, dass diese Herzlichkeit, die zwischen uns hier besteht, sich auch auf die große politische Wetterlage umsetzen wird.